Wir haben Mitte des Jahres und damit die vermutlich wichtigsten Steuermonate des Jahres. Das ist tatsächlich nicht der Dezember mit, den letzten Investitionen, so kurz bevor das Jahr zu Ende ist. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel. Im Juli oder auch im Juni kannst du dein Steuerjahr noch sehr aktiv steuern. Das ist teilweise am Ende des Jahres einfach schon zu spät. Im Oktober hast du nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten und im Dezember bist du für viele Dinge eigentlich faktisch handlungsunfähig. 30 Minuten solltest du dir Mitte des Jahres einmal Zeit nehmen und dir 5 Zahlen von deinem Business anschauen. Mehr brauchst du eigentlich wirklich nicht, um zu wissen, wo du steuerlich stehst und welche Hebel du gegebenenfalls im zweiten Halbjahr noch ziehen solltest. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann läuft halt 2026 einfach so durch und du erfährst dann irgendwann im Laufe 2027 oder 2028 dann mit dem Steuerbescheid für dieses Jahr, was dich das Ignorieren gekostet hat. Gar nicht so selten sind das dann 4- bis 5-stellige Beträge, die du nachzahlen musst. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Auch ich habe das ganze Spiel mehr als nur einmal durchgemacht. Ich selbst mache diese Halbjahresprüfung selbst erst so seit 2-3 Jahren wirklich konsequent. Und seitdem fühlt sich meine ganze steuerliche Situation sich auch nochmal sicherer an und es fühlt sich nochmal weniger wie Blindflug an. Und bevor wir mit den 5 Zahlen einsteigen, die du dir unbedingt anschauen solltest, kurz zu der Frage, warum denn eigentlich jetzt und warum nicht im Oktober oder im Dezember, wie man es ehrlicherweise links und rechts ständig hört. Der Hauptgrund liegt in einer gewissen Mechanik, die viele Selbstständigen gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, und zwar die monatlichen Abschreibungen. Wenn du irgendwas anschaffst, also ein Wirtschaftsgut über 800 Euro netto, dann musst du dieses Wirtschaftsgut ja abschreiben über die Nutzungsdauer. Ich habe dazu auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Entscheidend ist hier, die Basis für die Abschreibung ist immer der Monat. Also nicht das Jahr, sondern der Monat. Das heißt ganz konkret, wenn du jetzt noch einen Firmenwagen anschaffen möchtest, zum Beispiel 45.000 Euro netto, dann geht das Finanzamt von einer Nutzungsdauer von 6 Jahren aus. Das heißt, 45.000 durch 6 Jahre sind dann 7.500 Euro, die du pro Jahr abschreiben kannst. Wenn du dieses Auto dann im Juli kaufst, dann kannst du 6/12 von diesem Jahresbetrag absetzen, also noch 3.750 Euro. Wenn du jetzt aber im Dezember noch investieren möchtest, spontan, dann hast du nur noch einen Monat übrig und 1/12 sind dann nur noch 625 Euro. Und dieser Unterschied ist bei einem Durchschnittssteuersatz von 30%, rund 940 Euro Steuerersparnis, die du jetzt einfach verlierst, indem du das Ganze halt erst im Dezember machst. Und was dazu kommt, ist, die Lieferzeiten sind heute, also 2026, teilweise wirklich heftig. Also bei Autos, also Firmenwagen, reden wir nicht nur von ein paar Wochen, sondern von Monaten, die du warten musst, bis du dein Auto bekommst. Aber auch bei Bürotechnik, bei Servern, bei Computern und so weiter, durch die RAM-Preise und die Lieferketten musst du teilweise wirklich Monate warten, bis du den Computer, den du dir ausgesucht hast, tatsächlich in den Händen hältst. Das ist ziemlicher Wahnsinn, aber tatsächlich heute ziemlich normal. Und selbst wenn du einen Steuerberater hast, solltest du dir dieses Video auf jeden Fall einmal anschauen, denn erfahrungsgemäß sagen dir das Steuerberater nicht. Die meisten Kanzleien sind in ihrem eigenen Tagesgeschäft mit Buchhaltung und Steuererklärungen, Jahresabschlüssen und so weiter so sehr ausgelastet und überlastet, dass sie gar nicht dazu kommen, ihre Mandanten wirklich proaktiv darauf hinzuweisen, dass jetzt genau die richtige Zeit wäre, um sich mal kurz die Investitionen und die wichtigsten Zahlen anzuschauen. Das heißt, wenn du dich jetzt nicht darum kümmerst, dann kümmert sich halt niemand und wir warten auf den Steuerbescheid für 2026. Und damit zu den Zahlen, die wir uns anschauen sollten. Die erste Zahl ist dein Ist-Umsatz im Vergleich zu dem Planumsatz. Und ich weiß, die meisten Selbstständigen haben gar keinen so super konkreten Plan, also keine Excel-Tabelle mit Umsatz- und Gewinnplanzahlen, aber irgendeine grobe Hausnummer wirst du ja im Kopf haben. Was erwartest du an Gewinn und an Umsatz? Das ist deine Planzahl. Das muss jetzt kein fancy Excel-Dokument sein. Kann es sein, muss es aber gar nicht. Und was du jetzt machen solltest, nachdem die erste Jahreshälfte vorbei ist, du gehst bei Lexware Office einfach in die Auswertung, ziehst dir mal die BWA oder wenn du einen Steuerberater hast, in Datev Unternehmen online und schaust dir einfach mal die ersten 6 Monate dieses Jahres an. Von dem Ergebnis des ersten Halbjahres auf das ganze Jahr hochzurechnen, ist nämlich bei den allermeisten Geschäftsmodellen relativ simpel, und zwar rechnest du einfach mal 2. Das heißt, den bisherigen Umsatz, den bisherigen Gewinn einfach mal 2 und damit hast du mal eine grobe Hausnummer
Hausnummer, was du dieses Jahr erwarten kannst. Also ganz konkretes Beispiel, du hast dir für 2026 einen Jahresumsatz von 120.000 Euro vorgenommen. Und jetzt, Mitte des Jahres, stehst du bei 70.000 Euro, also mal 2, 140.000 Euro. Das sind 20.000 Euro mehr Umsatz und erstmal herzlichen Glückwunsch, aber bei einer typischen Gewinnmarge von 50% sind das ungefähr 10.000 Euro mehr Gewinn. Das klingt erstmal schön, aber wenn dein Durchschnittssteuersatz bei 30% liegt, dann reden wir nicht nur über 10.000 Euro, die du mehr Gewinn hast, sondern auch über 3.000 Euro zusätzlich Steuern, die deine laufenden Vorauszahlungen gar nicht abdecken. Und das fällt dir auch nicht sofort auf die Füße. Also für jetzt erstmal ist das überhaupt gar kein Problem, sondern erst, wenn dann der Steuerbescheid für 2026 bei dir landet. Also irgendwann Mitte 2027 bis Mitte 2028, je nachdem, wann du die Steuererklärung abgibst und je nachdem, wie schnell das Finanzamt mit der Bearbeitung ist. Und dann gibt es in der Regel gleich 2 Probleme. Und zwar einmal deine Nachzahlung für 2026, aber auch nochmal rückwirkend die angehobenen Steuervorauszahlungen für das laufende Jahr. Also die Vorauszahlungen für 2027 werden dann gleich mit angepasst. Aber wenn du das jetzt weißt, kannst du jetzt schon reagieren. Wenn du deutlich über deinem Plan liegst, kannst du entweder deinen Steuerberater anrufen und ihm sagen, ey, pass hier mal die Vorauszahlungen nach oben an, damit das wieder passt. Oder du machst das Ganze einfach selbst. Es geht bei Elster Online auch kostenlos mit dem Formular Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen. Das findest du in deinem Elster Online-Account und dann kannst du die Vorauszahlungen anpassen. Liegst du allerdings deutlich unter dem Plan, solltest du das Ganze natürlich auch machen. Dann solltest du deine Vorauszahlung eben nach unten anpassen, denn dann setzen deine aktuellen Steuervorauszahlungen dich vollkommen unnötig unter finanziellen Druck. Also es muss überhaupt nicht sein, dass diese Vorauszahlungen so hoch sind, wie sie aktuell sind. Du kannst sie dann tatsächlich auch nach unten anpassen lassen. Und das ist ganz wichtig, das Finanzamt macht das nicht. Das Finanzamt macht das immer erst, wenn das Finanzamt einen Steuerbescheid für ein bestimmtes Jahr erstellt. Das heißt, für das laufende Jahr wird das Finanzamt das nie anpassen. Die zweite Zahl, die du anschauen solltest, ist deine ganz konkrete Steuerrücklage. Ich hoffe für dich zumindest, dass du ein separates Konto hast, also ein Geschäftskonto und dann ein separates Steuerrücklagenkonto, auf das du regelmäßig Geld für die Steuer zurücklegst. Wenn du das noch nicht hast, dann solltest du dieses Video jetzt idealerweise pausieren und dir dieses Konto anlegen. Es reicht auch, wenn das ein Unterkonto ist in deinem aktuellen Bankkonto. Wenn du ein separates Bankkonto brauchst, dann findest du auch meine Empfehlung unten in der Videobeschreibung. Wichtig ist allerdings, dass du ein solches Konto hast. Es wird dir sonst früher oder später das Genick brechen. Wenn du aber ein Steuerrücklagenkonto hast, dann solltest du jetzt auch einmal drauf schauen, wie viel Geld da eigentlich drauf ist und das vergleichen mit dem, was du gerade ausgerechnet hast, also wie viel du voraussichtlich tatsächlich zahlen musst. Denn bei diesen Steuerrücklagen auf dem Steuerrücklagenkonto rechnen die allermeisten falsch. Man hört im Internet ständig irgendwas von pauschal 30% oder pauschal 50% immer zur Seite zu legen. Das passt in der Praxis aber nicht so genau. Für eine echte und gute Planung brauchst du deinen persönlichen Durchschnittssteuersatz. Auch nicht den Grenzsteuersatz, nicht den maximalen Steuersatz. Der Unterschied kann da nämlich ziemlich groß sein. Der Grenzsteuersatz sagt dir, wie viel Steuer anfällt auf den nächsten Euro, den du Gewinn machen würdest. Und der Durchschnittssteuersatz schaut sich dein gesamtes Einkommen an, also deinen gesamten Gewinn an und schaut sich, wie viel Steuern du insgesamt zahlen musst und rechnet daraus quasi dann eine Quote. Und diese Quote, also der Durchschnittssteuersatz, der ist immer niedriger als der Grenzsteuersatz. Und die Berechnung deines Durchschnittssteuersatzes ist eigentlich relativ simpel. Idealerweise nimmst du dir einfach deinen letzten Steuerbescheid und schaust dir den Betrag an, den du innerhalb eines ganzen Jahres für die Einkommensteuer gezahlt hast, gegebenenfalls plus Soli oder Kirchensteuer, und teilst dann diesen gesamten Steuerbetrag durch deinen Gewinn aus dem gleichen Jahr. Also beispielsweise, du hattest im Jahr 2024 einen Gewinn von 65.000 Euro und im Steuerbescheid steht eine gesamte Steuerbelastung von 14.300 Euro. Einkommensteuer, Kirchensteuer und Soli. Und dein Durchschnittssteuersatz sind dann genau diese 14.300 geteilt durch 65.000, also 22%. Und dann musst du 22% zur Seite legen. Bei GmbHs ist die Rechnung ein bisschen anders, weil sich der Steuersatz da aus Körperschaftssteuer, Soli und auch Gewerbesteuer zusammensetzt und die Körperschaftssteuer keine Progression hat. Das heißt, die steigt nicht an. Du zahlst an Körperschaftssteuer für den ersten Euro und den 1 Millionsten Euro genau gleich viel Steuern. Und zwar
15%. Das führt dazu, dass die gesamte Steuerlast einer GmbH, je nach Hebesatz der Gemeinde, in der die GmbH ansässig ist, du so ungefähr zwischen 28 und 33% Steuern landest. Also in Berlin zum Beispiel mit einem Hebesatz von 410% landest du bei ungefähr 30% Steuerbelastung, in München mit einem Hebesatz von 490% eher bei 33%. Aber bei einer GmbH bist du relativ sicher, wenn du so gut 30% von deinem Gewinn zur Seite legst. Und diese Quote nimmst du mal deinem zu erwarteten Jahresgewinn und ziehst davon die geleisteten Vorauszahlungen ab. Und damit weißt du, was du bis Mitte nächsten Jahres auf deinem Steuerrücklagenkonto brauchst. Warum Mitte nächsten Jahres? Weil da dann der Steuerbescheid für 2026 kommt. Das heißt, das ist der späteste Zeitpunkt, an dem du dann die Steuerlast für 2026 zahlen musst. Die dritte Zahl, die du dir jetzt Mitte des Jahres einmal anschauen solltest, sind deine offenen Forderungen. Also unabhängig davon, welche Software du verwendest, LexWare oder wenn du einen Steuerberater hast, zum Beispiel Datev Unternehmen Online, dann gibt es überall eine Auswertung, die heißt offene Posten oder O-Postliste Debitoren oder offene Forderungen. Und da gibt es immer einen Filter, wo du dir die überfälligen Rechnungen anschauen kannst. Bei den meisten Selbstständigen, mit denen ich so im Alltag zu tun habe, ist diese Zahl ehrlicherweise überraschend hoch. So im Schnitt tatsächlich 5-10% von dem gesamten Halbjahresumsatz. Und bei mir war das, also ich hatte da so ein Erlebnis am Anfang meiner Selbstständigkeit, da hatte ich auch einen extremen Fall. Also da hatte ich tatsächlich 15.000 Euro überfällig über Monate. Und davon war tatsächlich ein einzelner Kunde 12.000 Euro, der schon seit Monaten drüber war. Wie ist das Ganze passiert? Ich hatte einen Ansprechpartner und der hat bei meinem Kunden gekündigt. Und ich habe ihm halt irgendwann meine Rechnung geschickt und die lag irgendwie in seinem Outlook-Postfach und niemand hat das Ganze weitergeleitet. Keine Ahnung, was sie mit dem Postfach gemacht hat. Und ich war irgendwie, eine Mischung aus zu schüchtern und irgendwie auf eine verdrehte Art und Weise kulant. Ich habe das zumindest so gesehen, als wenn das irgendwie zuvorkommend ist. Ich habe 2-3 Mal vorsichtig nachgefragt, aber halt nie eine Antwort bekommen. Welche Überraschung, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Person war ja auch nicht mehr da. Ich wusste das nur nicht. Ich dachte so, der hat bestimmt viel zu tun und so weiter. Und irgendwann, nach 3 Monaten, habe ich einmal angerufen und 3 Tage später hatte ich das Geld auf dem Konto. Und hätte ich nicht angerufen, hätte ich das Geld wahrscheinlich auch nie bekommen. Aber hätte ich 2 Monate vorher angerufen, hätte ich das Geld halt auch 2 Monate früher bekommen. Und ganz ehrlich, es war dringend notwendig, dass ich es bekomme. Also ich war schon darauf angewiesen. Das heißt, du solltest jetzt bitte, aber generell auch regelmäßig, idealerweise monatlich, deine überfälligen Rechnungen anschauen. Und wenn irgendwas 7 Tage drüber ist, dann erinnere gerne per E-Mail. Wenn etwas 14 Tage drüber ist, dann schick eine erste Mahnung mit Mahngebühren raus und ab 30 Tagen ruf da persönlich an. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Und das Schlimmste ist, wenn du nach Sollversteuerung deine Umsatzsteuer abführst, dann hast du nämlich auf diese offenen Rechnungen gegebenenfalls schon die Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt. Generell das ganze Thema Ist-Versteuerung und Sollversteuerung solltest du dir nochmal genauer anschauen. Ich habe dazu ein separates Video, das verlinke ich dir oben rechts. Weil wenn du die Sollversteuerung wählst und dein Kunde nicht bezahlst, dann finanzierst du gerade den Staat zinslos. Das ist quasi die teuerste Art, faul zu sein. Die vierte Zahl, die du dir anschauen solltest, ist ehrlicherweise die unangenehmste und auch die, die ich über viele, viele, viele Jahre am meisten ignoriert habe. Und zwar geht es um das Geld, was du dir selbst aus deinem Unternehmen rausnimmst. Bei Einzelunternehmen und GbR schaust du in deinem Buchhaltungsprogramm auf das Konto Privatentnahmen. Und bei einer GmbH musst du dein Gehalt und eventuelle Ausschüttungen zusammenrechnen. Und die wichtige Frage, die du dir stellen solltest im Zusammenhang mit dieser Frage: Würdest du jemand anderem dieses Geld zahlen, um genau diesen Job zu machen? Oder würdest du überhaupt jemanden finden, der deinen Job für dieses Gehalt machen würde? Das ist natürlich sehr branchenabhängig und individuell, aber du könntest mit 5 bis 10 Jahren Erfahrung wahrscheinlich je nach Region und Spezialisierung schon so zwischen 60.000 und 90.000 Euro brutto pro Jahr als Angestellter verdienen. Mach gerne mal den Gehaltsvergleich im Internet. Und wenn du als Einzelunternehmer 40.000 Euro Privatentnahmen hast, am Markt aber 75.000 Euro verdienen würdest, dann subventionierst du dein eigenes Unternehmen mit 35.000 Euro Lebensqualität pro Jahr. Und das ist ein Problem. Natürlich ist Geld nicht alles und natürlich ist man als Selbstständiger in der Regel auch freier und unabhängiger und auch selbstbestimmter. Das stimmt alles. Es ist trotzdem gut, dass man auch mal bei seinen Finanzen ehrlich zu sich ist. Transparenz und Klarheit ist wichtig. Und dann kannst du dich ja trotzdem noch bewusst dafür entscheiden, dass dir deine Freiheit und deine Unabhängigkeit wichtiger ist als das Geld und dass es dir einfach das wert ist. Aber schön wäre es ja, Freiheit
und das Geld zu haben. Und das sollte auch dein Ziel sein, aber dafür musst du dir diese Zahl anschauen. Die 5. Zahl ist die Zahl, die am meisten Spaß macht. Also nach dem Unangenehmsten kommt der größte Spaß. Und zwar deine offene Investitionsliste. Was hast du in diesem Jahr für dein Business noch geplant? Also welche Anschaffungen möchtest du tätigen? Wofür möchtest du Geld ausgeben? Steuerlich ist das relativ wichtig. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, also alle Anschaffungen unter 800 Euro netto oder 952 Euro brutto, da kannst du die Kosten sofort im Jahr der Anschaffung vollständig als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, das geht sofort in die Kosten und reduziert sofort deine Steuerlast in diesem Jahr. Das heißt, mein zweiter Monitor für 540 Euro netto im letzten Jahr war damit im letzten Jahr schon vollständig absetzbar und ich musste das nicht irgendwie über mehrere Jahre verteilen. Bei größeren Anschaffungen, also alles über 800 Euro netto, schreibst du im ersten Jahr nicht das volle Jahr ab, sondern nur anteilig pro Nutzungsmonat. Das ist die Regel, auf die ich eben am Anfang schon eingegangen bin. Konkretes Beispiel. Du kaufst dir jetzt im Juli ein neues Smartphone für 1200 Euro netto. Die Nutzungsdauer ist laut AFA-Tabelle nach wie vor bei Smartphones bei unglaublichen 5 Jahren. Viel zu viel meiner Meinung nach. Aber das wären dann 240 Euro pro Jahr. Wenn du dir das Ganze im Juli kaufst, dann hast du noch ein halbes Jahr übrig. Das heißt, du nimmst von den 240 Euro 6/12, also 120 Euro Aufwand in diesem Jahr. Kaufst du dir das gleiche Smartphone, aber im Dezember hast du nur noch 1/12, also 20 Euro Aufwand in diesem Jahr. Und die restlichen 100 Euro, die verschieben sich dann einfach in die Zukunft. Schreib dir jetzt also am besten eine ganz konkrete Liste auf, was du sowieso noch anschaffen möchtest, welche Ausgaben du sowieso noch tätigen möchtest dieses Jahr. Denn je früher du bestellst, desto mehr Monate Abschreibung hast du in diesem Jahr natürlich noch zum Ansetzen. Davon unabhängig hast du gegebenenfalls natürlich trotzdem die Möglichkeit, eine Sonderabschreibung zu tätigen. Auf das Thema bin ich in diesem Video, was ich dir jetzt gerade oben rechts mal verlinke, eingegangen. Das heißt, schau dir auch das gerne einmal an. Aber die standardmäßige Abschreibung, die hast du nur in den Monaten, in denen du dieses Wirtschaftsgut dann tatsächlich auch in deinem Betrieb, in deiner Selbstständigkeit zur Verfügung hast. Und wenn du dir jetzt Mitte dieses Jahres einfach mal diese 5 Zahlen anschaust, dann bist du nicht länger als 15 bis 30 Minuten beschäftigt. Ich garantiere dir aber, du hast erstens mehr Transparenz und du musst weniger Sorgen davor haben, dass das Finanzamt dich irgendwann mit einer bösen Steuernachzahlung überrascht. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hast oder du noch Fragen hast, dann abonniere entweder den Kanal oder schreib deine Frage unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Ich habe übrigens die Inhalte dieses Videos in einer Art Checkliste aufbereitet. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn du jetzt sagst, das reicht mir noch nicht, gib mir mehr Videos, dann schau dir einfach eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.